Hallo liebe Aquarellfreunde, herzlich willkommen zum neuen Film hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund um die Aquarellmalerei. Im heutigen Video stelle ich euch meinen Aquarellkalender für das Jahr 2025 vor. 13 ganz verschiedene Aquarelle, einige Making-ofs und Bilder und Reiseimpressionen, die mich zu den Blättern inspiriert haben, zeige ich im heutigen Video. Meinen Kalender 2025 stelle ich euch jetzt Blatt für Blatt vor. Auf der Rückseite des Kalenders habt ihr schon einmal als Vorschaublatt alle Bilder des Kalenders auf einer Seite. Ich habe die Motive für diesen Kalender wieder im vergangenen Sommer in Schweden gemalt. Das mache ich jedes Jahr so und es entsteht in meinem kleinen Sommerhäuschen in Schweden innerhalb von 6 bis 8 Wochen dieser Aquarellkalender. Die Motive sind wie immer sehr unterschiedlich und spiegeln alle Themen wider, für die ich mich als Künstlerin zurzeit besonders interessiere. Fangen wir an mit dem Monat Dezember. Venedig ist immer eins meiner absoluten Traumziele. Im vergangenen Jahr durfte ich mit einer Malreise wieder in dieser wunderbaren Stadt sein. Nachts, wenn es in Venedig ruhig und leer wird, entfaltet die Stadt ihre ganz besonders magische Atmosphäre. Eine Gondelfahrt durch das nächtliche Venedig gehört bei jedem Aufenthalt in der Stadt mit dazu. Wenn die Gondel durch die stillen Kanäle gleitet, wird der Geist der Vergangenheit für mich immer ganz intensiv erlebbar. In Venedig wohne ich häufig im Viertel Dorsoduro und die Vaporetto-Fahrt an der Punta della Dogona vorbei hat mich zu diesem Kalenderblatt inspiriert. Ein Nachtstück wie dieses zu malen ist immer eine ganz besondere Herausforderung. Ich habe versucht, einerseits mit den warmen Lasuren aus Cadmiumgelb und Lasurorange und den kühlen, dunklen Farben Neutraltinte und Ultramarinblau das Leuchten in der Nacht einzufangen. Kommen wir zum Novemberblatt. Buntes, leuchtendes Herbstlaub vor dunklem Hintergrund ist natürlich ein super Motiv für die Aquarellmalerei. Schon einige Jahre habe ich dieses Sujet auf meinem Wunschzettel und in diesem Jahr habe ich es in der Technik von dunkel nach hell für den Aquarellkalender umgesetzt. In dieser Technik wird zunächst alles, was später im Motiv dunkel erscheinen soll, mit einer kräftigen Farbmischung aus Blau, Gelb und Rot gemalt. Danach werden die farbigen Lasuren aufgetragen und auch gelegentlich über die dunkle Fläche des ersten Farbauftrages gelegt, sodass hier ganz weiche Verläufe entstehen. Durch die starken Farbkontraste leuchtet das Bild besonders schön und ich denke, im grauen Monat November kann man solch ein Kalenderblatt ganz gut gebrauchen. Ich liebe es ja, Stillleben zu malen. Das Thema Stillleben begleitet mich schon durch meine gesamte künstlerische Laufbahn und auch in diesem Kalender ist natürlich ein Stillleben dabei. Hier seht ihr ein wenig Making-of. Ich habe einige Bilder während der Entstehung des Aquarells in Schweden gemacht. So sieht mein Arbeitsplatz in Schweden aus und ich baue das Bild ganz klassisch Schritt für Schritt auf. Nachdem ich zunächst die einzelnen Objekte gemalt habe, lasiere ich den Hintergrund des Bildes auf angefeuchtetem Papier mit einer bläulichen Farbmischung. Im letzten Arbeitsschritt habe ich den Vordergrund des Blattes mit einer kräftigen Lasur ein wenig dunkler gemalt. So wird der Vordergrund etwas unschärfer gehalten und der Bildfokus konzentriert sich noch besser in der Mitte des Motives auf den Früchten und der Glasflasche. Auch das Motiv für das Septemberblatt habe ich von einer meiner Malreisen mitgebracht. Manchmal bin ich abends unterwegs, manchmal habe ich das Skizzenbuch dabei, manchmal nur das Handy zum Fotografieren und mir begegnet ein schönes Motiv, das mich dann später zu einem Aquarell inspiriert. Hier haben wir die Situation vor Ort, ein wunderbarer Abend am Chiemsee mit einer fantastischen Beleuchtungssituation. Das weiche Licht und die klaren Formen und Farben haben mich sofort zum Malen inspiriert. Hier seht ihr, wie ich zunächst den Himmel gemalt habe, relativ farbig mit einer großen dunklen Wolke am oberen Bildrand. Danach folgten die Bäume im Bildmittelgrund und die überflutete Uferregion im Bildvordergrund. Dieses Bild ist farblich recht ruhig gehalten und vermittelt dadurch eine ganz entspannte und verträumte Atmosphäre. Eine kleine Prise Komplementärkontrast findet sich aber doch im Himmel mit der Farbe Alizarin Karmesin. Zum Graugrün der Bäume ist diese Prise ein subtil abgemischter Kontrast, der dem Bild Lebendigkeit und Frische verleiht. Auf dem August-Kalenderblatt geht es nach New York. Diese Stadt ist einfach der Wahnsinn. Ich war im März 2024 das erste Mal dort und habe mich sofort in die Farben, das Licht und die gesamte Atmosphäre der Stadt verliebt.
Ich habe sehr viel gezeichnet und gemalt und es gibt hier auf YouTube, glaube ich, auch schon einen Film, in dem ich einige meiner Skizzen aus New York gezeigt habe. Für den Kalender wollte ich unbedingt eine New York-Ansicht mit dabei haben und habe mich hier für die Ecke am Herald Square mit Blick auf das Empire State Building entschieden. Im ersten Farbauftrag geht es um einen großzügigen und lockeren Farbauftrag mit hellen Farbtönen. Im zweiten Farbauftrag werden dann die dunkleren Bereiche des Bildes gemalt und hier wird mit der Negativtechnik um die hellen Formen herum gemalt, sodass die Autos und Menschen aus dem Schatten quasi ins Licht hinaustreten. Hier im Juliblatt gibt es wieder ein schwedisches Motiv. Seit vielen Jahren habe ich ja ein Sommerhäuschen in Schweden und einige meiner Lieblingsmalplätze dort habe ich natürlich auch schon mehrfach besucht. Dieser spektakuläre Platz auf einer vorgelagerten Schäreninsel gehört definitiv dazu. Schon oft habe ich hier Steine, Wasser und die typischen knorrigen Kiefern gemalt. Auch für dieses Blatt bin ich ganz klassisch vorgegangen mit einem ersten Farbauftrag, der die hellen Tonwerte bis ungefähr Stufe 4 beinhaltet und einem zweiten dunkleren Farbauftrag. Die sehr unterschiedlichen Formen im Bild, wie zum Beispiel die stark aufragenden Baumstämme mit ihrer vertikalen Betonung oder auch die runden Steinformen, machen das Bild interessant. Da die Formen schon aufregend und abwechslungsreich genug sind, habe ich mich farblich überwiegend im analogen Bereich der Grün-Gelb- und Brauntöne bewegt. Das Juniblatt ist ein schönes Beispiel für eine Situation, die manchmal eintreten kann. Ich habe ein Aquarell im Vorfeld im Kopf und suche mir dann die Bausteine zusammen, um das Bild entsprechend meiner Idee zu komponieren. Das Landleben der guten alten Zeit, in der das Verhältnis zwischen Natur, Tier und Mensch vielleicht noch etwas mehr in Ordnung war, wollte ich mit diesem Bild unbedingt zeigen. Gänse und ein schönes Stallgebäude sollten Bestandteil meines Bildes werden. Und so habe ich mir dieses Foto eines alten Ziegenstalls mit einigen Fotos von Gänsen zu meinem ganz eigenen Motiv zusammengebastelt. Gearbeitet habe ich wieder in mehreren Farbaufträgen. Hier könnt ihr den Arbeitsprozess in meinem kleinen Arbeitszimmer in Schweden noch einmal nachvollziehen. Dieses frühsommerliche Windmühlenmotiv habe ich von der Insel Föhr mitgebracht. Auch hier war ich auf einer Malreise im Frühsommer 2024. Ich malte mit der Malgruppe direkt vor Ort vor der Windmühle in Oldsum. Hier seht ihr mal die fertigen Ergebnisse der Teilnehmer, die wir dann in einer Bildbesprechung am Ende des Tages besprochen haben. Ich selbst habe für den Kalender dieses Bild ins Hochformat transferiert und auch den Himmel etwas sommerlicher gestaltet. Durch das Hochformat habe ich eine sehr große Fläche der Wiese im Vordergrund und hier habe ich viel Struktur eingearbeitet. Zarte Wiesenblumen, Pusteblumen und angedeutete Gräser geben dem Motiv Tiefe und leiten den Blick zum Bildfokus. Ein typisches Venedig-Bild habe ich für den April ausgewählt. Dieses Blatt ist wieder in der Technik von dunkel nach hell gearbeitet. Ich male in dieser Technik ja zuerst die dunklen Stellen im Bild aus und dann später die helleren Flächen darüber. Die leuchtende, farbige grüne Tür im alten Palazzo ist für die Mischung der Aquarellfarben Kobalt Türkis Light und Indisch Gelb ein wahres Fest. Auch dieses Bild ist farblich recht harmonisch gehalten und lebt vor allem durch seine Struktur. Im nächsten Jahr, also im März 2025, werde ich mit einer Malreise wieder in Venedig sein. Die Reise wird veranstaltet vom Reiseveranstalter Artist Travel und ich glaube, es gibt sogar noch ein paar freie Plätze. Ich verlinke dir das Angebot zur Reise unter dem Video und vielleicht klappt es ja und wir sehen uns im nächsten Frühjahr in Venedig. Für den März habe ich ein typisches Strandmotiv ausgewählt. Ich selbst lebe ja in Norddeutschland am Meer und wann immer es meine Zeit erlaubt, bin ich zum Malen oder auch nur zum Spazierengehen am Strand unterwegs. Hier siehst du, wie das Bild in Schweden entstanden ist. Der Himmel ist recht lebhaft. Es weht eine kräftige Brise und die Gräser in den Dünen bewegen sich im Wind. Ein frisches Frühlingsblatt also, das dich vielleicht einlädt, im Monat März einen Strandspaziergang zu unternehmen. Das Februarblatt ist eine Porträtstudie. Ich habe immer im Kalender auch ein Porträt dabei, denn auch das Thema Porträt ist ein großes Herzensthema für mich. Hier seht ihr den ersten Farbauftrag des zarten Kinderporträts in den ganz hellen Tonwerten. Mit mehreren Schichtungen werden die Farbtöne im Kindergesicht intensiviert und ganz am Schluss habe ich noch einen weichen Hintergrund hinzugefügt. Im Monat Januar gibt es natürlich eine Schneelandschaft. Ich kann nur hoffen, dass es diesen Winter auch wieder ein wenig Schnee gibt, denn diese leuchtenden, schneereichen Wintertage sind natürlich malerisch besonders reizvoll.
Hier seht ihr das Blatt während der Entstehung auf meinem Arbeitstisch in Schweden liegen. Im Schnee habe ich viele verschiedene Farben verwendet. Die kühlen, schattigen Bereiche sind mit Ultramarinblau, etwas Sienna gebrannt und Alizarin-Karmesin gemalt. Für die wärmeren, schattigen Stellen habe ich auch lichter Ocker verwendet. Das Deckblatt ist wieder ein typisch schwedisches Motiv. Die leuchtend gelb-orange-Töne für den Sonnenuntergang dominieren das Bild und werden ergänzt durch die Blautöne des Wassers. Das Malen eines solchen lockeren Aquarellhimmels braucht ziemlich viel Übung. Man muss schnell sein, die Farben in der richtigen Konsistenz und im richtigen Farbton in der richtigen Zeit aufs Papier bringen. Mir gelingt das auch nicht immer und gerade die einfachen und schlicht aussehenden Motive sind meistens besonders schwer umzusetzen. So, das ist er, der Aquarellkalender 2025. Wenn er euch gefällt und ihr ihn auch gern bei euch zu Hause haben wollt, kannst du ihn per Mail direkt bei mir bestellen. Ich habe ihn in einer limitierten Auflage drucken lassen. Ich verlinke unter dem Video noch einmal meine Mailadresse und auch die Preise findest du dort. Nächste Woche geht es hier auf dem Kanal weiter mit einem schönen Motiv. Ich hoffe, du bist dann auch wieder mit dabei und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.